Moin Moin und herzlich willkommen aus dem Miniaturwunderland zu einem neuen Wunderland-Update. Und ich stehe hier mitten im Julbi Wunderland, unserer neuen Virtual Reality Experience. Und nein, jetzt nicht abschalten, weil ihr glaubt, das interessiert euch nicht. Denn es ist der Wahnsinn, was passiert. Wir haben erst seit wenigen Tagen eröffnet. Wir hatten einen wunderschönen Pressetermin mit hochrangigem Besuch und haben dann noch eine Abendveranstaltung gehabt und die Stimmen der ersten Gäste eingefangen, weil wir immer noch das Gefühl haben, wir können das gar nicht richtig erklären, was euch da erwartet. Und es ist mega. Ich kann euch zum Beispiel sagen, dass die nächsten 14 Tage kein einziges Ticket mehr zur Verfügung steht. Über 10.000 Tickets weg, allein in den nächsten 14 Tagen. Es geht durch die Decke. Und warum? Das könnt ihr am besten gleich sehen. Wir haben aber noch ein zweites Thema. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ungefähr 6 Jahren haben wir ein Rettungsgassen-Video gemacht, weil wir genervt davon waren, dass die Feuerwehr regelmäßig auf der Autobahn nicht richtig durchkam, haben uns dem Thema angenommen, ein echt lustiges, aber auch ernstes Video gedreht und das ist durch die Decke gegangen. Über 10 Millionen Views in Deutschland haben vielleicht unter anderem deswegen dafür gesorgt, dass das Thema in den Medien angegangen wurde und heute immerhin etwas besser ist. Wir haben ein zweites Thema, was das betrifft, sozusagen Rettungsgasse Teil 2. Wie ist die Feuerwehr in der Innenstadt und was gibt's da für Probleme? Und da haben wir eine ganz tolle Geschichte geschrieben, die fangen wir gerade an umzusetzen und das seht ihr im zweiten Teil dieser Sendung. Jetzt zeigen wir euch aber erstmal die Bilder von den ersten Zuschauern von Julbi Wunderland. Also ich bin geflasht. Unglaublich grandioses Erlebnis, muss ich sagen. Schießeisen, mit dem Aufzug gefahren in tiefe Schluchten hinein. Also einfach gigantisches Erlebnis. Und das nur in dieser kurzen Zeit. Wie ist erst das große Erlebnis? Das muss mich wirklich umhauen. Also ich renne nicht davor, ich werde es wieder weitermachen. Das ist also, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich war richtig in einem Film drin und ich bin total geflasht. Mitmachen. Man merkt richtig, was alles jetzt mittlerweile möglich ist, gerade so mit diesen Brillen, das ist unfassbar. Also man fühlt sich wirklich live dabei, in klein. Ja, ich fand es brutal faszinierend, muss ich sagen. Ja, erstmal das Gefühl zu entwickeln, wo du stehst, wie du auftrittst, von der Balance her, die ganze Technik, ja, wie echt das Ganze wirkt. Ja, echt beeindruckend. Also ich merkt man vielleicht, bin echt noch ein bisschen geflasht gerade. So, ja. Ich habe das, glaube ich, für mich ganz gut schnell rausgefunden, so die Balance zu halten. War eher so beeindruckt von den ganzen Reizen, die auf einen so eingewirkt haben. Wie du selber in deiner Figur mit dem Körper umgehst, deine Mitmenschen dabei. Sehr viele Eindrücke auf einmal. Das fand ich auch super spannend, dass du halt eigentlich in einer Halle bist oder so und dann aber diese komplette Welt da reingebaut hast. Und das sind ja Kunstwerke. Also alles, was diese Welten, ne, mit welcher Detailverliebtheit oder dass du plötzlich einmal läufst und deine Gruppe quasi, ich spoilere nicht alles, aber sich von oben, von der anderen Seite zeigt. Ich war der mit der Ente. Der Superman mit der Ente, glaube ich. Fand ich richtig gut.
Es ist für uns überwältigend, wie die Reaktionen sind. Es hätten wir nicht im Traum erwartet. Wir wussten, dass das schon cool wird. Und wenn man ehrlich ist, das ist noch lange nicht das, was es in einem Jahr geben wird. Wir werden noch so viel weitermachen, so viel Gimmicks einbauen, noch andere Sachen machen. Das ist der Anfang dieser echt verrückten Technik. Also freut euch auf mehr, wenn ihr es schon gesehen habt, und freut euch auf UB Wunderland, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wir hatten aber noch einen ganz, ganz besonderen Termin. Es wurde nämlich eröffnet. Und von keinem geringeren als aus Berlin Dr. Volker Wissing, unser Minister für Verkehr und Digitales, ist extra nach Hamburg gekommen, um hier Dr. Peter Schenscher, unseren ersten Hamburger Bürgermeister, zu treffen und gemeinsam UB Wunderland zu eröffnen. Und da haben wir natürlich auch Bilder für euch. Für uns ein ganz besonderer Moment, dass wir sehr hohe Persönlichkeiten hier heute haben. UB Wunderland muss man erleben. Es gibt verschiedenste Experiences. Hier gibt es die sogenannte Pro-Experience. Ist 30 Minuten lang mit diesem extremen Equipment, dass man frei durch den Raum geht, ohne an Kabeln. Das ist wirklich, sage ich mal ganz frech, korrigiere mich, etwas Einzigartiges in der Welt. Und jetzt kommt ein neuer technologischer Schritt, der ja auch aus der realen Welt stammt. Virtual Reality ist etwas, was eine große Bedeutung hat, schon heute. In der Wirtschaft, wir in der Stadt arbeiten damit. Und hier gibt es eine Möglichkeit, virtuelle Realität zu erleben am Beispiel des Miniaturwunderlands. Man sieht erst die Welt verkleinert und dann wird man selbst verkleinert, um wieder auf Augenhöhe das zu erleben, was man gerade noch im Modell gesehen hat. Das ist, finde ich, eine völlig neue Dimension. Wir sind ganz aufgeregt, freuen uns ganz doll. Es kann nichts schief gehen, wenn Sie gleich den Hebel umlegen und somit UB Wunderland eröffnen. Jetzt geht's in einen Tunnel und ab jetzt befindet man sich im Miniaturwunderland, mitten im Grand Canyon. Man kann runtergucken. Ja, ich glaube, was das Miniaturwunderland und auch den Europapark verbindet, ist, dass wir eigentlich im Herzen alle noch Kinder sind. Kinder, die gerne träumen, Dinge entwickeln, die auch andere Menschen glücklich machen. Und ein bekannter Schauspieler hat mal gesagt, alles, was ich gelernt habe, war mit den Augen eines Kindes. Und ich glaube, das trifft für das Miniaturwunderland, aber auch für den Europapark zu, nämlich einmal Kind zu sein, wieder klein zu sein und vielleicht auch aus einer anderen Perspektive die Welt wahrzunehmen. Es war ein total besonderes Erlebnis. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht und wir mussten gemeinsam irgendwie das schaffen und gemeinsam, als wir das Kabel anfassen mussten und das irgendwie dann funktioniert hat, war das irgendwie ganz besonders. Das Eindrücklichste war für mich die Größenunterschiede, also zwischen verschiedenen Personen. Es war einfach ein total geiles Erlebnis, also kann ich nur jedem empfehlen. Das ist eine besonders innovative Idee und es gefällt mir sehr gut, weil es eben Digitalisierung voll nutzt und uns auch zeigt, wie viele spannende Erlebnisse wir damit haben können. Jeder hatte schon mal so eine Fantasie, wie es wäre, wenn man eine kleine Maus wäre oder der kleine Däumling und man erlebt dann die große Welt um sich herum. Es fühlt sich genau richtig an. Wir starten voll durch und ja, es war eigentlich sozusagen auch der richtige Moment, dass wir uns das Ganze mit dem Europapark damals angeschaut haben. Hätte ich gewusst, was damals daraus wird, ja, dann hätte ich mich noch mehr gefreut, weil jetzt habe ich es in live gesehen, da konnte ich das noch gar nicht so richtig greifen. Geht das eigentlich? Schaffen wir es mit dieser Technik wirklich, dass man sich ins Wunderland schrumpfen kann? Und ja, es hat geklappt. Wenn man das hier sieht, diese kleinen Menschen hier, die sind zwar noch 1,80 groß, sind gerade so kleine Figuren. Die kriegen das gar nicht mit, dass ich hier bin, dass ich hier weiterrede. Ne? Die denken, die winken gerade irgendwas in der Experience zu. Das ist wahrscheinlich hier gerade kleine Elfe, vielleicht ein Mönch, ein Sensemann oder so. Es hat wirklich geklappt. Man ist in dieser kleinen Welt. Also, ne? Guck mal, die wissen überhaupt nicht, dass ich hier stehe. Die reden gerade miteinander. Die haben nämlich hier auch Mikrofone. Ne? Also, wir müssen auch aufpassen. Ich weiß nicht genau, wo die jetzt hinrennen. Es ist einfach magisch. Irre, was man mit dem Gehirn machen kann. Irre, was man für einen Spaß, für Endorphine entwickelt. Wir können euch nur sagen, macht es, wenn ihr mal wieder im Wunderland seid, wenn denn überhaupt da noch was frei ist. Jetzt zu einem anderen Thema. Ihr wisst ja, Feuerwehr ist uns eine Herzensangelegenheit und hier entsteht gerade was. Wir haben schon immer wieder mal Filmchen gemacht über den Alltag der Feuerwehr oder der Polizei, was sie für Probleme haben, nicht rechtzeitig an ihren Einsatzort zu kommen, weil irgendwas nicht funktioniert. Daraus ist vor knapp 6 Jahren die Rettungsgasse entstanden. Ein Film, der 10 Millionen Mal in Deutschland geguckt wurde, der vielleicht sogar der Anstoß dafür war, dass das Thema in den Medien durch die Decke gegangen ist, dass heute man sagen kann, dass die Rettungsgasse viel, viel besser funktioniert als noch vor vielen Jahren. Und vielleicht können wir mit dem zweiten Thema, was wir jetzt in diese Richtung Rettungsgasse nämlich vorhaben,
auch wieder was selbiges erreichen, nämlich, dass ein bisschen mehr Bewusstsein in der Stadt entsteht. Was hat die Feuerwehr für Probleme im Alltag? In so einer engen Gasse, in so einer Altstadt oder so. Wenn Sie um die Kurve fahren, stehen da häufig Autos in der Ecke. Oder man parkt egoistisch mit dem Hintern auf die Straße und überlegt nicht, dass auf der anderen Seite auch noch einer steht, kommt man nicht mehr durch. Und wenn die Feuerwehr dann an so eine Stelle kommt, wo sie nicht durch kann, was macht sie? Sie muss aussteigen, sie muss die Autos beiseite schieben. Im Kopf steht da, glaube ich, gleich ein Rambock. Einfach durchrasen, geht aber nicht. Deswegen müssen wir alle noch mal uns ins Bewusstsein reinhämmern. Kann eine Feuerwehr noch durch? Was braucht eine Feuerwehr, damit sie schnell zum Einsatzort kommt? Und das planen wir gerade. Wir haben ein sehr, sehr gutes Drehbuch geschrieben. Wieder so eine Mischung aus lustig, aus ein bisschen Sarkasmus, aber mit dem ganz klaren Ziel, worauf müssen wir achten, damit die Feuerwehr ganz schnell Leben retten kann. Da muss sehr viel gebaut werden, da sind wir schon dabei. Wenn alles glatt geht, dann werden wir vielleicht im September das Video fertig haben. Ihr könnt jetzt schon mal die ersten Bilder sehen. Wie gesagt, noch ist nicht so viel zu sehen, aber es wird ein ganz besonderes Video. Das war's für heute. Es bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, hoffentlich bleibt der Wetterbericht gut, denn dann haben wir vielleicht ein sonniges Ostern und das wäre doch so schön, das hätten wir uns alle verdient. Und wenn es so kommt, genießt es und freut euch auf den nächsten Wunderland-Film. Macht's gut. Tschüss.